Unsere Porsche 911 ST, die wir heute bauen, die haben natürlich tatsächlich einen historischen Hintergrund. Die ersten Serienautos sind gebaut worden 1969 auf Basis des langen Radstands 911. Und auf dieser Basis wurden dann die ersten STs gebaut mit 2,3 Liter Hubraum, sehr geringem Homologationsgewicht, nur 920 Kilo, verbreitete Kotflügel vorne und hinten, 7 und 8 Zoll Felgen bereits. Dann hat man eine Leichtbauausstattung gemacht und hat die Autos in geringer Stückzahl den Kunden für den Sport angeboten und natürlich auch selbst betrieben. Und da entstanden sind damals dann 16 Autos mit Vergaseranlage. Und dann anschließend wurden nochmal 23 Autos gebaut mit einer Stempelpumpe, Einspritzung. Das war dann das 70er und 71er Modell. Und die sahen dann natürlich schon so aus, wie wir heute unsere Autos zurückdesignen. Nämlich diese speziellen, etwas rundlichen, verbreiterten Kotflügel, die etwas verbreiteten Stoßfänger vorne und hinten. Und das ist eigentlich das Auto oder das Design, auf das wir abzielen, weil ich persönlich das am schönsten finde. Für mich ist es einfach das schönste Design beim 911. Wenn ich heute zurückgucke, ich bin über 22 Jahre im Porsche Motorsport aktiv gewesen und beschäftige mich mit den Autos jetzt fast 40 Jahre. Und irgendwann kam mir natürlich der Gedanke, was ist der schönste Porsche? Und wie gesagt, dann gucke ich zurück so in die Zeit und ich habe auch RS gefahren und 935 und ich kenne natürlich auch Rennsportautos vom Schlage des 917 und 910, Carrera 6, 904, also viele spezielle Porsche, die ich im Laufe meiner Karriere auch besessen habe. Aber am schönsten ist eben dieser historische 911. Aber ein Auto aus den 70ern und späten 60ern und ich sag mal so bis Baujahr 73, das hat natürlich auch so ein paar Wünsche, die es offen lässt. Ja, die Fahrzeuge hatten eigentlich nie eine Klimaanlage, die Fahrzeuge hatten eigentlich nie ein Schiebedach, macht auch gar keinen Sinn für ein Rennsportauto. Die Autos waren nicht besonders komfortabel. Der Hubraum mit 2,3, später 2,5 Liter war ja auch eher gering. Das heißt, die Leistung kam über die Drehzahl. Ja? Also das ist wie eine Kreissäge. Also toll. Fantastisch im Motorsport, ja, aber ich sag mal so, die meisten wollen eigentlich diese Optik und wollen trotzdem ein komfortables Fahrzeug. Wir versuchen natürlich alles, wirklich alles, was Sinn macht und wo wir glauben, dass es für den Kunden gut ist und dass es zulässig ist, in irgendeiner Form umzusetzen. Natürlich ist es klar, dass man bei so einem Fahrzeug den Motor machen muss. Wir zerlegen den Motor komplett. Die Gehäuse des 964 sind gut, die halten auch 1000 PS aus, also gibt es keine Probleme. Trotzdem werden die Zuganker gewechselt, also das, was das Gehäuse zusammenhält, nennt man Zuganker. Da kommt dann eine neue Ölpumpe rein, ein Satz neuer Kolbenzylinder und alles, was an beweglichen Teilen dort ist, wird einfach neu gemacht. Dann wird eine Abgasanlage gebaut. Dabei ging es uns darum, dass wir eine bessere Abgasführung haben, dass natürlich der Motor entsprechend durchzugskräftiger wird, aber wir haben auch zweimal 100 Zellencuts eingesetzt. Und das ist natürlich ein Riesenschritt, das muss man sagen. Also der Standardmotor, wenn er am Ende bei uns fertig ist mit unserer Abgasanlage, leistet ca. 280 PS. Und dann gibt es die Alternative, jeder weiß das, der 964 wurde auch als 3,8 Liter gebaut. Und dadurch haben die Fahrzeuge damals schon Leistung von 286 PS generiert. Und heute mit unseren Maßnahmen sind wir da bei 320 PS. 320 PS für ein Auto, das am Ende des Tages, wenn wir mit allem fertig sind, ca. 1270, 1280 Kilo wiegt und ein tolles Drehmomentverhalten hat, das ist schon toll zu fahren. Damit meine ich nicht, dass hier auf Rennen oder Höchstgeschwindigkeit abgezielt ist. Das fährt fantastisch, dass sich meine Frau reinsetzt, Platz nimmt, sich den Sitz einstellt und mit dem Ding losfeuert und sagt, du, das ist eigentlich schöner und das macht mehr Spaß zu fahren als alles andere, was wir so haben. Es ist einfach wirklich ein Daily Driver, es ist ein Allrounder. Ja? Trotzdem, ich höre den bärigen Sound von dem Sechszylinder in Verbindung mit dem luftgekühlten Motor und dieser Abgasanlage. Das sind einfach drei Systeme,
die wirklichen Konzerte da hinten veranstalten. Ja? Und das kannst du nur mit diesem luftgekühlten Porsche generieren. Das, was so ein Motor tut an Klangkulisse, das ist einfach ein Traum. Das ist ja ein neues Projekt. Das Auto geht ja eigentlich in die Wüste. Es geht nach Scottsdale, Arizona. Also hier steht die Farbe noch nicht fest, aber spielt jetzt ja erstmal keine Rolle. Wir brauchen jetzt ja hier nochmal, wie lange denkst du? 2-3 Monate? Ja, denke ich. Ungefähr 180 Stunden Karosseriearbeiten. Und das müssen wir vorne eben mit bedenken. Das heißt, Stoßstange muss ich auch noch abändern. Die Jungs ändern dann das Frontblech. Substanz ist ja gut. Wir müssen ja eigentlich, ist ja nur... Substanz ist top, ne? Auto ist eisgestrahlt, du siehst, also alles fettfrei. Das hat sich auch bewährt mit dem Eisstrahlen. Wir strahlen ja zweimal. Einmal, wenn er kommt und dann, wenn er komplett zerlegt ist. Ja, wir können so besser arbeiten, das machen wir so. Super, perfekt, ja. Teile zum Umbauen habe ich alle. Alles da. Das heißt, hier geht es dann eigentlich nächste Woche ran. Top, freue ich mich drauf. Also wir haben jetzt hier die neuen Leuchten von Porsche, die wieder produziert werden aus Metall. Und die wollen wir dann ja hier wieder ansetzen. Das heißt, die bringen wir noch vorbei zum Anpassen. Genau, ne? Mit Gläser und Dichtung, dann schrauben wir das rein, das was du hinterher verbaust und arbeiten das mit ein. So dass wir hier einen schönen Abschluss haben auch. Ja? Das ist schön geworden hier oben, der Ansatz ist super. Schön auch klasse, dass der Ausschnitt so schön rund ist, weißt du? Wie das früher bei den STs auch war. Ne? Da verwenden viele ja nur diese Turboaufsätze. Die haben dann ja so eine harte Knickkante, das hat uns ja noch nie gefallen. Also das sind ja die Originalteile von früher. Ja. Das finde ich auch schön. Viel super. Ja, wirklich gut. Ne? Viel schöner. Gut, das wird hinterher noch schön verzinnt und getrocknet. Dann passt das. Ne? Ja. Hinten bist du auch schon soweit? Das ist quasi kein grauer Spachtel, sondern das ist Zinnersatz. Zinn ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist jetzt das Erste, was wir brauchen. Der Zinn hat auch das Problem, dass du dann teilweise Korrosion bekommst durch das Zinn. Ne? Wenn es nicht richtig gemacht ist, auf jeden Fall. Wir spritzen jetzt erstmal den Epoxy von außen drauf und unten drunter auch, dass dann der Heckdeckel wieder drauf kommt, die Tür wieder rein, der Kotflügel wieder platziert. Stoßstangen kommen auch noch mal dran, dass das alles zusammen ist. Türen hast du schon angepasst? Türen sind angepasst, die passen ja auch bei diesem Auto sehr gut. Die müssen halt nur noch mal rein, weil wir das Auto komplett an einem Stück machen. Klasse. Was denkst du, brauchst du noch? Für den Lackaufbau brauchen wir jetzt ungefähr 2 Wochen. Dann mit Trockenzeiten reden wir hier über 6 Wochen. Wir kommen mit dem Auto erst hier hin. Das Auto ist bereits zerlegt, ist gereinigt, ist entfettet. Und dann besprechen wir, welche Umbaumaßnahmen wir an dem Auto machen. Es werden die Kotflügel angepasst, die Seitenteile angepasst, die Rückleuchten, die Frontleuchten, die Hauben und die Türen. Das Ganze wird dann natürlich hinterher mit modernen Materialien, früher hieß es Zinn, heute ist es Zinnersatz, werden praktisch die Spalte entsprechend angefügt, sodass ich hinterher auch ein wirklich perfektes Gesamtbild habe. Dann wird das Ganze grundiert, geschliffen und zum Schluss lackiert und nach dem Lackieren polieren, wieder geschliffen, wieder poliert, um wirklich eine brillante, hochglänzende Oberfläche hinzubekommen. Der nächste Schritt ist, wenn hier erstmal alles wirklich durchpoliert ist, das heißt, die Oberfläche ist praktisch schon da, wie sie im Endprodukt ist, mit der kleinen Einschränkung, nachdem wir natürlich das Auto montiert haben. Das ist ein Prozess, der geht ja über Wochen. Kann man gar nicht verhindern, dass durch Staub oder durch Berührung kleinste Kratzer noch mal entstehen. Dann ganz zum Schluss kommt das Auto noch mal her, wird hier noch mal fein poliert und anschließend wird der Lack versiegelt. Die Details sind für uns extremst bedeutend, denn unser Produkt lebt eigentlich von den Kleinigkeiten. Das ist das S von dem ST. Wenn man diese Schriftzug heute kauft, dann kommen die natürlich aus einer Großserie und sind zwar aus Metall gefertigt, aber natürlich nicht so in der Qualität, wie wir sie gerne hätten. Demzufolge bearbeiten wir die natürlich noch, wir schleifen die Ränder. Wir lassen das Ganze dann noch mal vergolden, um eine wirklich perfekte Oberfläche zu erzielen. Weiter geht es zum Beispiel beim Chrom. Jeder kennt Chrom. Chrom kann man natürlich auf verschiedene Arten herstellen. Wenn ich jetzt hier mal
so ein Chromdetail herausnehme, da sieht man keine Schleifspuren. Das liegt daran, dass das Material vorbearbeitet worden ist, ganz fein geschliffen, dann natürlich eine Messingschicht drauf, eine Kupferschicht drauf, vernickelt und dann verchromt. Ja, dann bekomme ich natürlich ein Chrom von allerhöchster Güte. Und das ist nicht nur ein Detail, das schön aussieht, sondern das hält dann auch 25 Jahre oder 30 Jahre. Also das sind sehr viele Dinge, die wir selber machen, herstellen. Weiter geht es dann mit so einem Spiegel. Hier sieht man sehr schön so einen Schwanhalsspiegel, auch sehr, sehr exklusiv verchromt, den wir dann in das Auto montieren. Also es fängt eben alles mit guten, vielen Details an. Hier sieht man dann nochmal so einen Scheibenrahmen. Ja? Also das ist der Dreiecksrahmen für hinten, ganz Porsche-typische Form, den wir herstellen. Also viele, viele kleine Details. Es geht dann weiter mit einem Lenkrad, das wir wieder herstellen, zusammen mit einem Lenkradhersteller, inklusive des Sterns, der Narbe und so weiter, weil das ist ein Originalbauteil für die Porsche STs und RSRs aus den 70er Jahren. Ihr kennt auch vielleicht noch die frühen Instrumente. Bei den allerersten Porsche 911, da waren ja die Zeiger weiß, Ziffernband grün und das Ganze hatte einen Chromrand. Sieht natürlich extrem exklusiv aus. Wir haben das historische Design wieder aufgegriffen und bauen die Instrumente entsprechend um. In der Summe sind es am Ende wirklich hunderte von kleinen Details, die wir verändern. Und ich denke, das Ergebnis ist sehr, sehr ansehnlich. Das Innenraum und Außenfarbe ist ein ganz wichtiger Punkt. Es beginnt letztendlich alles mit der Auswahl der Farbe. Beispielhaft nehmen wir jetzt hier mal ein Graphitgrau und dann gehen wir her und kombinieren das dem Kundenwunsch entsprechend mit der Lederfarbe und mit den Stoffen für die Sitze. Wir legen das dann einfach zusammen, so wie das im Designbereich eigentlich üblich ist, bei jeder Innenausstattung, bei jeder Bootsausstattung, bei jeder Wohnungseinrichtung. Aber letztendlich ist es natürlich einfacher, wenn wir uns ein Fahrzeug angucken, das wir gerade hier verfügbar haben, wo natürlich alles miteinander komponiert ist und dann, sage ich mal, ist die Symphonie auch wirklich komplett. Hier sieht man ganz gut die Arbeitsvorbereitung. Die Teile sind jetzt hier mit Glas gestrahlt und kriegen dann wieder ihre ursprüngliche Oberfläche, auch die Oberflächenfarbe. Die sind also nicht irgendwie in Silber lackiert, sondern das ist einfach nur so schön, weil der Dreck abgetragen ist. Man sieht, hier vorne ist das alte Lager noch drin, da beim Dreieckslenker ebenfalls. Das macht man, damit man die Lagerflächen innen nicht beschädigt. Zum Schluss werden die dann noch getauscht und dann haben wir praktisch ein neues Produkt. Hier ist ein schönes Teil, man kann erkennen, die Hälfte bereits bearbeitet, gestrahlt, also nichts irgendwie überlackiert, sondern das ist wirklich der Effekt, wenn man das mit Glas reinigt, mit Glas strahlt. Da sieht man unbearbeitet und bearbeitet, also sehr schön zur Veranschaulichung. Hier sieht man mal einige Anbauteile, da unterscheiden wir natürlich in die Anbauteile der Technik. Original waren die schwarz lackiert, heute werden die pulverbeschichtet. Pulverbeschichtet ist einfach robuster, hält also länger dann die Farbe und kann auch Schwingung aufnehmen. Und man sieht hier, diese Teile sind eigentlich original, auch in schwarz lackiert. Das sind Kunststoffteile, die nehmen wir alle einzeln, bereiten die vor, schleifen die und dann lackieren wir die in Wagenfarbe. Also das sind Teile, die man hinterher in der Innenausstattung wiederfindet. Wir machen allerdings in Wagenfarbe auch ein paar Blechteile, weil ich finde es eigentlich nicht so schön, wenn man unterm Auto, wenn man es mal hochhilft und läuft runter her und das ist alles nur schwarz und dann ist es eigentlich egal, ist es schwarz oder ist es dann tatsächlich in der Wagenfarbe. Also gewisse Teile am Unterboden lackieren wir teilweise auch in Wagenfarbe. Es gibt sehr viele Dinge, die wir selber herstellen, also extrem viele Kleinigkeiten. Der Tankverschluss mit dem Super Plus Logo drauf, einfach weil es schön aussieht, kommt natürlich noch eine Dichtung drunter. Schön auch hier, man sieht die handwerkliche Ausführung, das ist jetzt so eine Armauflage. Das ist also kein Teil, das man so kaufen kann, sondern das beziehen wir in unserer Sattellerei wirklich selbst. Hier sieht man schön die Doppelnaht, das Teil ist noch nicht zusammengebaut, innen die Technik ist noch nicht wieder eingebaut. Also es wird wirklich jedes Teil einzeln in die Hand genommen und bearbeitet. Der Sitz selber hat hier noch die ursprüngliche Sitzverstellung, das wird dann durch diese Rändelmutter ausgetauscht und man sieht, ja, die läuft weiter in, die ist dann hinterher deutlich flacher. Die sitzt dann hinterher tatsächlich weiter drin. Ja? Also deutliche Verbesserung, weil man den Sitz weiter nach hinten verstellen kann. Hier sind wir kurz vor der Hochzeit. Ihr kennt ja, Hochzeit ist der Begriff dafür, wenn die Karosserie mit dem Motor verheiratet wird. Der Motor steht hier,
Natürlich heute jetzt noch ohne die Abgasanlage. Das ist jetzt eine 3,8 Liter Variante mit ca. 320 PS Leistung. Die ganze Verblechung ist schon montiert, ebenfalls in Wagenfarbe. Man sieht das Gebläsekasten auch alles in Wagenfarbe. Die ganzen Anbauteile sind neu eloxiert, also wirklich grundauf neuer Motor. In der Fliegerei sagt man grundüberholter Motor. Das ist dann sogar eigentlich besser als neu, weil das Gehäuse entspannt ist. Ja? Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre schon gesetzt. So sieht das aus, so sieht das Auto aus. Man sieht, die ganzen Leitungen sind bereits verlegt, die Anschlüsse sind da, der Kabelbaum ist drin. Und hier passen wir zum Schluss ein bisschen auf. Da lassen sich die Rücklichtgläser, die werden sehr leicht beschädigt. Das montieren wir da ganz zum Schluss. Die Schriftzüge sind schon dran. Man sieht, so ein bisschen die Identität an dem Fahrzeug ist auch schon da. Das ist soweit komplett. Klar, ganz zum Schluss wird das gesamte Auto noch poliert und geschliffen, geendreinigt, ist logisch, weil man natürlich, wenn man etwas bewegt, auch mit den Händen, egal wie gut man aufpasst, man hat doch noch mal den einen oder anderen Mikrokratzer, aber das sollte kein Problem sein.